Ein Wiedersehen mit PSG in der Champions League, diesmal schon im Viertelfinale, anders als mit Dortmund im Halbfinale. Wird das aber genauso schwer. Vorne Neymar, Mbappé habe ich gerade schon in den Aufstellungen gesehen. Rechter Flügel ist mit Antony bestückt. Goretzka unter anderem, Süle ist glaube ich auch noch mit dabei, da ist er. Ja, so ein bisschen den Abstand gewinnt zur Liga. Da haben wir momentan nicht so eine gute Phase, gerade jetzt im Endspurt der Liga. Aber auch in der Champions League haben wir noch ein großes Ziel und da muss heute wirklich ganz, ganz viel zusammenkommen, dass wir hier bestehen können. Also alle Augen gerichtet, nicht nur auf Neymar, nicht nur auf Mbappé, sondern auch auf unsere Mannschaft hier. Wieder 3 Mann, die mit Gelb vorbelastet sind, Davis, Alaba und Kulusewski. Bank geht auf jeden Fall besser zu besetzen, aber ich meine, Kamavinga zum Beispiel und Kostic hat nicht jeder in der ersten Mannschaft. Von daher, ja, gehen wir rein. Kamera muss natürlich mal wieder umgestellt werden, nach langer, langer Zeit. Wer meine Streams verfolgt hat, weiß, dass ich da auch ab und zu mal wieder in Foot reingehe. So, heute aber 4-2-3-1 gegen PSG, das Hinspiel. Und ich erinnere mich nur an die Spiele mit Dortmund. Ich kann das heute gar nicht einschätzen. Also ich weiß gar nicht, wie gut wir wirklich sind, wie schlecht wir sind, keine Ahnung. Ich lasse mich sehr, sehr überraschen. Jetzt gibt es erstmal Gelb für Antony. Geht ja schon mal gleich gut los für uns, ja, je mehr wir hier provozieren, was gelbe Karten angeht, aber ich befürchte, PSG wird wieder Highspeed-Fußball spielen. Heißt, wir haben eventuell wenig Möglichkeiten, hier uns irgendwie zu entfalten. Und natürlich im besten Fall, das gilt aber auch für jedes Spiel, möglichst jede Chance nutzen. Aber das wird auch sehr, sehr spannend. Mal gucken, ob wir PSG ein zweites Mal raushauen innerhalb von wenigen Jahren. Und der erste Angriff sieht gar nicht so schlecht aus. Talisca gleich da, jawohl. So muss das sein. Ballgewinne. Gleich mal PSG unter Druck setzen. Vorne nur Mbappé, der dann auch ab und zu mal mit nach hinten läuft. In Höchstgeschwindigkeit. Und in Höchstgeschwindigkeit fliegt dieser Ball ins Tor. Aus dem Nichts. Vlahovic. Was war das denn für eine Bude? Also damit habe ich jetzt am wenigsten gerechnet. Aber schön durchgespielt, einmal vorgelegt und dann aus 11 Metern trocken, eigentlich ins kurze Eck. Da sieht Donnarumma jetzt auch nicht unbedingt glücklich aus, der 3-Tage-Bart. Sollte er sich beibehalten, der scheint irgendwie Glück zu bringen. Dusan Vlahovic. Vielleicht zur richtigen Zeit, jetzt in Topform und 1-0. Das kommt so ein bisschen überraschend, weil wir echt sehr gut reingekommen sind bislang. Hier ins Spiel, aber PSG, die müssen auch erstmal auf Hochtouren kommen und dann wird sehr, sehr gefährlich. Aber bislang machen wir das richtig gut. Wir stehen gut, wir spielen auch richtig gut. Was für ein Angriff. Der ist zwar ein bisschen lang, aber egal. Wir müssen die beschäftigt bekommen. Da ist wieder Vlahovic. So kann das gerne weitergehen. Zack, aggressiv, auch gegen Neymar und gegen Mbappé, die haben wir bislang richtig gut aus dem Spiel genommen. Und wenn du die halt aus dem Spiel nimmst, dann hast du quasi die ganze Mannschaft aus dem Spiel genommen. Aber die können auch mit dem Ball umgehen und das auch richtig schnell. Das haben wir mit Dortmund schon zu spüren bekommen. Achtung, Neymar. Renato Sanchez auf der Außen, Alaba, er kommt nicht rein. Jetzt fängt Paris an, ja, jetzt machen sie ernst, jetzt machen sie ernst. Und wenn sie einmal ernst machen, dann kommen sie auch zum Ausgleich. So schnell kann das gehen. Und das nach 18 Minuten. Da kannst du halt nichts machen. Das kannst du nicht verteidigen. So schnell. So schnell kannst du den Spieler gar nicht wechseln. So schnell kannst du den Spieler gar nicht wechseln. So schnell kannst du deine Mannschaft gar nicht sortieren. Das geht nicht. Da kannst du nur noch hoffen und beten, dass sie vorbeischießen oder dass du irgendwie rankommst. Tja. Minute 18, Ergebnis ist egalisiert.
Aber das wird natürlich definitiv noch nicht das letzte Tor gewesen sein. Also Paris ist sehr, sehr aggressiv. Geht sehr, sehr hart ins Pressing rein. Egal ob Neymar, Mbappé, ob Anthony. Die sind, glaube ich, im 4-3-3 unterwegs. Müsste das sein. Nee, Quatsch, die haben eine Fünferkette. Also 5-2-3 haben sie. Dann haben sie ein 5-2-3. Und wir halt im 4-2-3-1 und müssen hier irgendwie diese Räume bespielt bekommen. Der Platz zwischen dem linken Außenverteidiger und dem einen Innenverteidiger und auf der anderen Seite genauso. Es wird schwer, es wird ein Geduldsspiel. Aber gut, was will man gegen PSG erwarten? Die stehen hinten drin, die verteidigen. Und für uns wird das richtig schwer, hier uns irgendwie durchzukombinieren. Alaba, Vlahovic jetzt mal auf der Außen. Du hast keine Chance. Die stehen hinten drin, die verschieben gut. Ja, irgendwo muss dann mal die entscheidende Idee kommen. Zakaria da oben läuft durch. Der kriegt den Ball sogar. Schöner Ball, ja, abseits. Das kann auch mal so ein Überraschungsmoment sein, ne? Einfach mal einen Doppelpass anfordern und dann die lange Kugel, weil der Laufweg war gar nicht verkehrt, aber der Ball, gut, der kam natürlich viel, viel zu spät. Aber sowas zum Beispiel, sowas kann vielleicht mal eine Idee sein. Natürlich jetzt nicht immer, aber... Locatelli, der hat auch mal bei Juve gespielt. Renato Sanchez auf der Außen, okay, Achtung, Ndika, die greifen früh an, aber das ist halt unsere Chance, wenn wir das überspielt bekommen und es dann schnell machen durchs Mittelfeld oder egal wie, schnell ist nur die Devise, dann haben wir Chance auf jeden Fall. Kulusevski hat Platz, keiner kommt hinterher, Vlahovic sehen, schöne, halbwegs gute Flanke, setzt da nach, Donnarumma weiß wieder nicht so recht, was Sache ist und dann kriegt er den Freistoß. Schade, so ganz sicher wirkte das jetzt gerade nicht. Ich hatte gehofft, dass er noch irgendwie durchflutscht. Es ist ein vorsichtiges Abtasten, trotzdem immer noch. Ja, außer Süle, der hat wahrscheinlich nachher noch was vor, deswegen sucht er die Flucht nach vorne. Mbappé gut verteidigt. Das ist halt auch wichtig, den aus dem Spiel zu nehmen. Und dann sind ja die Lücken da. Ihr seht, wenn wir das hier schnell durchspielen, beziehungsweise auch überspielen. Und jetzt ist es kein Abseits. Vlahovic, nächste Chance. Talisca wäre da. Aber er macht's alleine. Er macht's alleine und wie gut er das macht. Ganz, ganz wichtig. Hier setzt er sich durch gegen Mendes und dann, ja, schönes Tor, schön die Direktabnahme. Nachdem er sich das Ding dann noch einmal vorgelegt hat. 2-1. Und wir nutzen auch die Chancen. Wir kriegen nicht viele. Das war vielleicht die zweite Chance. Mit viel Wohlwollen die dritte. Und die sitzt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gerade gegen PSG. Weil ich befürchte, dass sie halt auch irgendwann nochmal aufdrehen werden. Und gewisse Situationen, die kann man halt nicht verteidigen. Da kannst du nur zugucken und hoffen und beten, dass am Ende der Keeper doch nochmal eine Hand dazwischen bekommt. Ich muss sagen, im Mittelfeld, das kriegen wir ganz gut hin. Gravenberg, oh, Alaba, schön gemacht. Und jetzt Kulusevski ist er zwar nicht, aber Talisca. Und wieder Vlahovic, das, oh, Scorpion Kick. Spar dir das fürs Finale eventuell. Spar dir das eventuell fürs Finale. Also in der Mitte, muss ich sagen, stehen wir eigentlich relativ dicht. Bis auf das eine Gegentor, das du nicht verteidigen konntest, machen das Zakaria und Gravenberg richtig, richtig gut. Müssen sie machen, weil, wie gesagt, Paul Pogba ist noch verletzt. Auf den können wir jetzt nicht bauen. Wir hätten noch Kamavinga, wir hätten auch einen Kostic, wir haben auch einen Araujo. Ich weiß nicht, ist das der Bruder von dem anderen? Glaube ich nicht, oder? Der ist Mexikaner, Araujo, der andere ist, glaube ich... Ja, was ist der für ein Landsmann? Spanier, auch Mexikaner? Weiß ich gar nicht. Schade, Gertruida hätten wir dann auch noch. Larsson zur Not, unser Sturmjuwel. Buffon im Tor ist halt Buffon. Muss man gar nicht viel zu sagen. Aber Vlahovic macht bislang auch ein richtig gutes Spiel. Sehr, sehr konsequent und vielleicht gerade in den entscheidenden Spielen jetzt und gerade in dem System hier, vielleicht wächst die Mannschaft jetzt nochmal zusammen und rauft sich zusammen für die beiden übrig gebliebenen Chancen, einen Titel zu holen. Weil im Pokal sind wir schon draußen. Gravenberg wieder, schön gemacht. Und dann muss es auch gar nicht unbedingt schnell gehen. Dann können wir auch mal hinten rumspielen, weil so wie PSG presst momentan ist das wenig überlegt.
Talisca, schade. Die Lücken sind da. Wir müssen sie halt nur bespielt bekommen. Oh, wir kriegen Freistoß. Ja, den führe ich nicht schnell aus. Nee, da versuche ich jetzt mal reinzuflanken. Ich versuche jetzt mal, Vlahovic auszuwählen. Wo ist er denn? Vlahovic auszuwählen. So. Und dann könnten wir den eventuell mal reinflanken. So, da hinten hin. Und dann müsste er eigentlich reinlaufen. Ja, so ungefähr. Vlahovic. So ganz genau, leider bekomme ich das nicht hin. Weil ich selten mal Dinger reinbringe. Schön von Davis, sehr aggressiv. Schade, auch wenn der jetzt mal verloren geht. Aber wir setzen immer wieder nach. Auch diese zweiten Bälle heute ganz, ganz wichtig. Dass wir die gewinnen. Da stellen wir PSG auch vor große Herausforderungen. Aber die haben dann auch im Rückspiel mehr Gas gegeben. Ja, auch als wir mit Dortmund gespielt haben. Das war im Hinspiel noch so ein bisschen verhaltener. Die sind dann auch spät noch zu ihrem Glück gekommen. Aber im Rückspiel haben sie dann von Beginn an Gas gegeben. Alaba, viel Platz. Wieder Vlahovic. Und die Zeit spielt für uns, ne? Eine Stunde fast rum. PSG wechselt jetzt. Bringt Çalhanoğlu für Locatelli rein. Und Bremer gegen Mbappé. Den darfst du halt nicht ins Laufen bringen. Wenn der einen Sprint ansetzt, dann war es das schon gefühlt. Dann kannst du auch noch hoffen und beten, so wie jetzt. Bremer, richtig, richtig stark. Gutes Stellungsspiel. Das braucht er auch nochmal im Rückspiel. Also wenn wir so auch im Rückspiel auftreten mit einem 2-1 im Rücken, dann ist das Halbfinale auf jeden Fall realistisch. Und wir haben Platz jetzt hier. Vlahovic, Talisca. Oh, schlechter Ball. Aber genau das ist es hier. Weiter nachsetzen, auch mal eine Grätsche auspacken, auch mal gelb holen. Nicht unnötig, aber gerade wenn es dann mal sein muss. So, jetzt aufgepasst. Ja, der ist wieder bei Bremer und Anthony müsste Abschluss geben. Jawohl, also Bremer heute mit einer der besseren. Zumindest hinten in der Abwehr. Der hält da wirklich Mbappé vor allem sehr gut in Schach. Jetzt können wir mal Getrüder reinbringen. Nochmal frische Kräfte. Chiesa hier hin. Für Kostic, weil Talisca gelb hat. Den brauche ich fürs Rückspiel auf jeden Fall auch. Der hat sich jetzt so in die Mannschaft reingespielt, nachdem Weston McKennie verletzt war. Die Verletzung war so ein bisschen sein Todesstoß. Dann ist er verkauft worden. Aber er macht das ja richtig gut. Auch wieder hier viel Platz. Speed über außen. Das Glück brauchst du natürlich auch. Und Gravenberch, der läuft ganz viel ab. Auch das ist, glaube ich, eine richtig gute Verpflichtung gewesen. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Aber Castells macht das mit viel Übersicht. Und der Ball in die Tiefe. Der müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Vlahovic, Chiesa, kein Abseits. Hat noch kurz gewartet. Hat jetzt die Chance alleine gegen Donnarumma. Warum schieße ich nicht einfach so wie Zakaria? Oh, Achtung, der könnte. Nee. Da hättest du ja normale Schüsse auch getan. Ich habe die ganze Zeit mit einem Rauskommen gerechnet von Donnarumma und dann war es auch zu spät am Ende und dann, ja. Sah es so aus, wie es aussah, aber wir haben jetzt Platz. Das ist nicht gut verteidigt von PSG gerade. Vlahovic vorbei. Aber die Lücken ergeben sich. Immer mehr und mehr. Da kann Camavinga ein bisschen wirbeln. Die haben sogar einen Rashford auf der Bank. Also den Kader von PSG. Die haben halt zu viele Stars. Das ist wirklich ihr Problem. Das hört sich blöd an. Es ist aber so. Mit zu vielen Stars. Es kann halt nicht jeder spielen. Und wenn du dann so einen Rashford noch auf der Bank hast, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Regal. Aber auch in der zweiten Halbzeit bislang richtig gut. Diese langen Bälle da, die bringen eigentlich auch nichts. Und Mbappé ist wie abgemeldet. Gott sei Dank. Im Rückspiel brauchen wir das auch nochmal genauso. Und dann, glaube ich, sehe ich uns... Oh, schöner Ball von Davis. Sehe ich uns gar nicht in einer so schlechten Ausgangsposition fürs Weiterkommen. Aber sind dann nochmal mindestens 90 Minuten. Und hier sind es nochmal 10. Ja, dann spiele ich lieber hinten rum, bevor ich niemanden habe. Aber es ist auch niemand frei momentan. PSG macht Manndeckung. Das kann gut gehen, so wie jetzt. Das kann aber auch total in die Hose gehen. Oh, apropos in die Hose gehen. Mbappé, Achtung, Flanke kommt. Und wieder Bremer. Wer sonst? Und es war sogar noch abseits. Wen haben sie noch auf der Bank? Walker. Okay, Walker, Rashford und Çalhanoğlu auf der Bank. Das ist nicht so verkehrt.
So, aufgepasst. Gertruida auf der Außen gegen Neymar. Flanke kommt und wieder ein Ndika. Also die Verteidigung kriegt heute eine 1+ mit Sternchen. Egal wie das hier heute noch ausgeht. Die haben so viel wegverteidigt. Gerade gegen Mbappé. Viele Kopfbälle gewonnen. Sensationell. Wie gesagt, das gleiche nochmal bitte im Rückspiel. Achtung. Aber auch das Mittelfeld. Gerade Zakaria, gerade auch Gravenberg. Die haben ganz, ganz viel abgelaufen. Apropos Ablauf, die haben mal wieder einen Ndika. Überragend. Also mit das beste Spiel, was wir bislang hier zeigen in unserer ganzen Saison. Und ausgerechnet gegen PSG, ausgerechnet in der Champions League, scheint unser Wettbewerb zu sein in der Saison auch wieder. Vielleicht letzte Chance jetzt. Auf 3:1 zu erhöhen. Gertruida. Chiesa läuft unten. Ist es das? Nein, weil er den Ball zu schlecht spielt. Oder weil Chiesa einfach zu weit nach vorne gelaufen ist. Aber wir haben einen Vorteil. Wir gehen mit einer Führung ins Rückspiel gegen PSG. Ein klasse Spiel. Verteidigung, Mittelfeld, vorne der Angriff durch Vlahovic zweimal. Sehr, sehr konsequent und somit haben wir erstmal einen Vorteil. Ein sehr hart umkämpftes Spiel, aber PSG hatte nur einen Torschuss. Das war auch ziemlich am Anfang, beziehungsweise das war eigentlich das Tor von Anthony, ne? Glaube ich, genau. Anthony mit dem Ausgleich. Ansonsten haben die nichts gemacht. Und das war richtig gut verteidigt. Ich befürchte aber, dass das Rückspiel nochmal schwerer werden wird. Apropos schweres Spiel. Jetzt kommt Inter. Und da muss ich halt gezwungenermaßen wirklich mit der B11 spielen. Oder zumindest viele Leute aus der B11, weil ich dann wieder gegen PSG im Rückspiel wieder die besten Leute brauche. Das ist ganz, ganz blöd gelegt. Also hätte ich da Torino gehabt, hätte ich gesagt, ich spiele mit der kompletten B11, aber ich muss auch in der Liga zusehen. Das ist jetzt auch, ich fühle mich mittlerweile viel besser, ich bin einsatzbereit, du bist ein Topspieler. Aber du spielst doch schon die ganze Zeit. So, gucken wir nochmal hier drauf. Neapel hat nämlich auch wieder nicht gewonnen. Die haben verloren bei Sampdoria. Also Neapel verabschiedet sich so langsam. Es geht wirklich jetzt zwischen Juve und Inter darum, wer hier Meister wird. Wenn wir gewinnen, haben wir 4 Punkte Vorsprung. Das wäre noch nicht das sichere Ding, aber wir würden auf jeden Fall ein Stück näher rankommen. Wir haben die anderen hier gespielt. Atletico gewinnt gegen Chelsea, United gewinnt gegen Real und City gewinnt gegen Villarreal. Heißt also, Stand jetzt wären 2 englische, ein spanisches und ein italienisches Team im Halbfinale. Oh, das wird noch richtig krachen. Auch bei unserem Rückspiel bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt aber Spitzenspiel. Juve gegen Inter. 65 Punkte gegen 64 Punkte. Wer sich das entgehen lässt, hat selber Schuld. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.